Hallo und willkommen zu unserer Serie Mein Laptop von innen. Hier möchte ich euch in einem schnellen Überblick zeigen, wie ihr den Akku tauscht und wie ihr an die wichtigsten Komponenten herankommt, wie SSD, RAM, Lüfter. Ich zeige euch dabei das Innenleben des Laptops. Ich zeige euch auch, was es an Tipps und Tricks noch gibt, was ihr vielleicht beachten müsst. Und dass es im Grunde genommen nicht so schwer ist, einen Laptop aufzuschrauben und an die einzelnen Komponenten heranzukommen. Legen wir los. So, wir haben hier ein Lenovo und wie man sehen kann, ein ThinkBook. Und ich zeige euch auch gleich, wo ihr die genaue Modellnummer finden könnt. Aber zuallererst trennen wir mal das Notebook vom Ladekabel. Die genaue Modellnummer finden wir bei diesem Gerät auf der Rückseite. Ziemlich klein geschrieben hier oben. Und da sehen wir die genaue Modellnummer, mit der ihr auch die Ersatzteile sehr einfach bei uns im Shop findet. Generell kann man zu dem Gerät noch sagen, dass ein Displaytausch ziemlich einfach ist. Man muss dafür nicht die ganze Einheit abschrauben, sondern nur den Frontrahmen abnehmen und ja, kann danach das Display tauschen. Anders sieht das bei der Tastatur aus. Da muss man wirklich alles aus dem Gehäuse rausnehmen, um an die Tastatur ranzukommen und diese dann zu tauschen. So, um das Laptop jetzt zu öffnen, muss man diese Schrauben hier lösen. Ich blende euch die auch im Bild ein. Ich habe dafür ein Universalwerkzeugset benutzt. Das sind die gängigsten Aufsätze und auch Schrauben mit dabei, sehr praktisch. Ich verlinke euch das auch in der Videobeschreibung, falls ihr da Interesse habt. Und als Aufsatz nehme ich hier ein T5 für die Torx-Schrauben. So, dann wollen wir mal schauen, wo genau das Gehäuse eigentlich mit der Gehäuseunterseite verbunden ist. Denn da müssen wir dann rein, um es aufzuhebeln. Und hier zum Beispiel kann man das sehr gut sehen. Zum Aufmachen des Gerätes benutze ich hier einen dünnen, flachen Metallgegenstand. Und dann schaue ich mal, wo ich am besten reinkomme, um eine Öffnung zu kriegen. In dem Fall fange ich jetzt hier auf der Frontseite an und dann versuche ich die Gehäuseunterseite ein bisschen nach oben zu hebeln. Mit ein bisschen Wackeln und hin und her rutschen funktioniert das immer ganz gut. Und ja, das laute Knacken gehört dazu. Das ist einfach, wenn die Unterseite aus den Einraststellen gelöst wird. Dann knackt und knirscht das manchmal, das ist aber normal. Da braucht man keine Angst zu haben, was kaputt zu machen. Und ja, dann kann man eigentlich auch schon mit der Hand meistens drunter fassen und das mit ein bisschen Rütteln und hin und her bewegen einfach abziehen. Und so sieht dann das Gerät von innen aus. Gut, bevor wir jetzt irgendetwas weiteres machen, trennen wir aber auf jeden Fall erst einmal den Akku vom Mainboard, dass das Gerät auch wirklich keinen Strom mehr hat. Und den Akku sehen wir hier. Und da läuft das Kabel und der Stecker zum Mainboard. Den Stecker kann man einfach oben greifen oder seitlich und dann einfach mit ein bisschen hin und her rütteln, nach unten hin rausziehen. Gut, was können wir noch sehen? Wir sehen hier den RAM, der ist in dem Fall unter einer kleinen Metallabdeckung. Da sehen wir die SSD. Das ist in dem Fall eine verkürzte, dazu aber später mehr. Und hier sind die Lüfter und der Heatsink, der die CPU kühlt. Und hier sehen wir noch das WLAN-Modul. Gut, um den Akku jetzt auszubauen und zu tauschen, muss man nur diese Schrauben hier rausnehmen. Und dafür wechseln wir den Aufsatz zu einem PH0. Das ist ganz normal für Kreuzschlitzschrauben. Und beim Rausnehmen einfach schauen, da oben laufen noch ein paar Kabel lang, da einfach die rausfädeln. Unter dem Akku sehen wir hier jetzt übrigens auch das Touchpad. Das lässt sich in dem Fall auch einzeln lösen. Dafür muss man nur diese Schrauben hier rausnehmen.
und dann dieses Kabel hier noch trennen. Das ist mit einem Kippschalter verbunden, den man erst so nach oben klappen muss und dann kann man das Kabel rausziehen. Beim Wiederverbinden nur darauf achten, dass das Kabel wieder richtig drin sitzt, bis zu dieser Linie, die man hier sehen kann. Dann noch den Stecker zuklappen und ja, schon fertig. Um an den RAM zu kommen, muss man erstmal diese Metallabdeckung abnehmen. Die Metallabdeckung zieht man einfach nach oben hin ab und darunter ist dann der eigentliche RAM. Und um den eigentlichen RAM jetzt zu tauschen, zieht man nur diese beiden Klammern hier ein bisschen nach außen. Dann kommt einem der RAM so ein bisschen entgegen und man kann den einfach rausziehen. Umgekehrt geht genauso einfach, in den Slot stecken und nach unten drücken, bis die beiden Klammern wieder einrasten. Die Abdeckung steckt man einfach von oben wieder auf diese Clips hier drauf. Hier sehen wir die Clips mal von nahem und dann kann man die einfach nach unten hin wieder fest drauf drücken. Und ja, dann hat man das auch. So, wie vorhin erwähnt, ist hier eine verkürzte SSD drin. Das geht aber genauso gut auch mit einer normalen langen SSD. Dafür lösen wir erstmal die Schraube hier und dann kann man die SSD aus dem Slot ziehen. Und wir sehen hier unter der Schraube ist so eine Art Abstandshalter. Und wenn man jetzt eine verlängerte SSD einbauen will, muss man diesen Abstandshalter einfach über das untere Gewinde legen und kann dann da die lange SSD einbauen. In unserem Fall wollen wir natürlich jetzt die kurze wieder verbinden. Dafür legen wir auch hier den Abstandshalter rein. Die SSD kommt einfach in den Slot zurück und wird wieder verschraubt. Und so einfach geht das. So, die Lüfter kann man hier auch einzeln tauschen. Die kann man nur zusammen kaufen, also das heißt nur im Doppelpack. Und um die zu tauschen, muss man diese Schrauben hier lösen. Eine davon sitzt auch unter dieser Abdeckung, die ist da drauf geklebt. Die kann auch ein bisschen fester sitzen, aber das macht nichts, einfach nur abziehen. Danach kann man die Lüfter aus dem Gehäuse nehmen. Die sind hier oben nochmal mit Klebeband miteinander verbunden. Und ja, prinzipiell ist bei dem rechten noch ein bisschen Kabelwirrwarr dran. Die muss man dann aus der Führung rausnehmen. Ich mache das hier mit einer Pinzette. Ja, und dann muss man eigentlich nur noch das Kabel trennen, das den Lüfter mit dem Mainboard verbindet. Den Stecker kann man einfach nach oben rausziehen. Und hier ist das bei dem rechten genauso. Und prinzipiell schraube ich die immer erst lose und mache dann das Kabel raus. Das finde ich um einiges einfacher. Und beim Wiederverbinden, da muss man jetzt einfach halt die Kabel wieder in die Führung einfädeln. Einfach aufpassen, dass die nicht unter den Lüfter rutschen. Und ja, ich verbinde den Stecker zuerst und lege den Lüfter dann ins Gehäuse. Das finde ich da um einiges einfacher. Bei dem Stecker einfach gucken, dass der wirklich richtig drin sitzt und fest schneckt. Und ja, dann kann man die wieder ins Gehäuse legen, miteinander verbinden und verschrauben. Am Ende mache ich diese Abdeckung hier auch noch mit drauf und dann ist das erledigt. Um den Akku jetzt wieder einzubauen, legt man den einfach wieder in das Gerät. Der ist passgenau, da gibt es nicht so viele Möglichkeiten. Und dann kann man den wieder festschrauben und am Ende natürlich nicht vergessen, den Stecker wieder zu verbinden. Da auf jeden Fall achten, dass der richtig drin steckt, damit das Laptop dann auch wieder Strom bekommt. So, die Gehäuseunterseite wird jetzt einfach wieder drauf gedrückt. Und ja, da kann man ruhig ein bisschen kräftig alle Stellen wirklich zudrücken, auch in der Mitte. Man hört das auch immer sehr gut, wie alles wieder einrastet. Ich gehe dann am Ende auch immer einmal um das Gerät herum und schaue, dass wirklich nirgendwo mehr eine Öffnung zu sehen ist. Ja, und dann einfach wieder zuschrauben. Und ja, so schnell ging das.
So, das war's auch schon wieder für dieses Modell. Wenn ihr noch Fragen oder Anregungen habt, lasst uns gerne einen Kommentar da. Und ja, ich hoffe, das Video hat euch weitergeholfen und ich wünsche euch viel Spaß beim Schrauben. Bis zum nächsten Mal. Ciao.